Doesn't work, huh? No. We have to go down. Eisland. Brutal, aber wunderschön. 4 Leute, die bis an ihre Grenzen gehen. 3 Wochen, pure Idyllik. Ein Ziel, das Everest Base Camp. 150 Kilometer, 8000 Höhenmeter. Das ist Easy Reise auf Nepal. Mit den Gedanken bei Martin sind wir zusammen mit dem Kumar in unserem Träger auf die nächste Akklimatisierungswanderung gegangen. Das ist Mühe besser. Wir haben gehofft, dass der Martin sich schnell erholt und uns nachkommen kann. Footsteps follow down through the hollow sound, torn up, and you were the Mykonos with a Am nächsten Tag sind wir weiter Richtung Gokyo gelaufen. and a sun to maybe dissipate shadows of the mess you made. Vorbei an 2 Seen sind wir bis auf 4800 Meter gelaufen. Und dann haben wir von Ganesh erfahren, dass der Martin am Morgen mit dem Heli ins Spital musste. Er hat richtig trainiert, er war ziemlich fit und ich habe die Vorgeschichte eigentlich nicht gekannt. Darum habe ich es nicht erwartet, das hat mich recht getroffen. Und ich habe ihm dort gesagt, eigentlich ein bisschen weit, hätte ich lieber gehabt, mir wäre das passiert, ich habe das alles schon gesehen. Das hat mir eigentlich schon ziemlich wehgetan, dass er das nicht machen konnte. Ich bin froh, ist der Martin jetzt in Sicherheit. Ich habe mir recht Sorgen gemacht um ihn. Er hat die Nacht gar nicht gut getönt und ich glaube, er hat kein Auge zugemacht. Ich bin froh, ist er jetzt in Sicherheit. Aber schade, dass das auch bedeutet, dass die Reise jetzt nur noch das 3. weitergeht. Die erste Nacht war im Verhältnis zur zweiten Nacht relativ angenehm. Ich habe gemeint, fuck. Aber die zweite Nacht, die war so heftig. Ich hatte selten in meinem Leben so Gedanken gehabt. Das Gefühl gehabt, viel braucht es nicht mehr, dass sie nicht. Ja, ich glaube, einen Tag länger so hat es nicht mehr gelitten. Der Heli ist eigentlich in der Nacht klar geworden. Ich glaube, der Ganesh hat in der Nacht auch alles organisiert. Und als ich dann gehört und gesehen habe, dass der Heli kommt, ist das recht erleichterndes Gefühl gewesen, so von Rettung und von Erleichterung. Dort angekommen, schon auf dem Rollfeld, als ich gelandet bin, der Krankenwagen da war. Und da habe ich gewusst, jetzt bin ich in guten Händen. In der Dunkelheit der Nacht haben wir uns auf den Weg Richtung Gokyo gemacht. Macht Spaß. Ich hasse es. Ich könnte in meinem beheizten Bett liegen. Stell dir vor. Die Aussicht wird genial kommen, aber so knackig haben wir Ja, noch weh, nicht wenn erwartet. nicht. Es ist besser, wenn die Blut ist. Hier oben nachher haben wir gemerkt, wieso wir so früh haben aufstehen mussten. Vor uns eine bombastische Aussicht auf das Everest-Gebirge und rund um uns herum haben wir 6, 7 und 8000er gesehen, einer schöner als der andere. Wow, genau hinter dem Everest ist die Sonne aufgegangen. Es hat sich gelohnt. Es war ein Pfing, ich habe geflucht. Es hat sich so gelohnt. Der magische Moment dort unten. Stefan hat mir das aus der Schweiz mitgenommen. Und ich glaube, hier oben viel besser geht es nicht. So spannend!
Bis morgen. Schön wäre es gewesen, hier liegen zu bleiben. Aber unser Weg ist weitergegangen. Und zwar über den grössten Gletscher vom Himalaya. Der Gletscher ist 36 Kilometer lang und bis zu 1,5 Kilometer breit. One of the longest glacier in Himalaya. We cross it. Yes. Me hell. You could never feel my story. It's all you know. You could never feel my story. It's all you know. Oh. Oh. May our dreams denke, das ist so wie reality of all. Jetzt ist einer der strengsten Teile vor uns gelegen, der Chola-Pass. Auf dem Weg rauf ist uns das Ross entgegengekommen, das 3 Tage davor den Martin abgebracht hat. So frei siehst du, was ich sehe. Ich sehe genau, was du siehst und es schießt mich brutal an. Yeah. You looking forward to it? No choice, no way. Yeah. I'm We not have to- happy. We are not happy. I don't want to go up there. Yeah, we can do it. Wie hoch sind wir? 5100. 5100. Also nur 200 Höhenmeter. He? Ja, nein, fast 300. Nein, stimmt, perfekt. 250. Es wird immer besser. Weißt du, was ich dort oben mache? Was machst du? Ich gehe mal Ziggy dort oben. Wieso? Oh ja, Weil da habe ich mir verdient. das darfst du aber. Das ist gottlos. Ei. So, was sagst du zum Spaziergang? Geil. Das sind meine Drogen. Da brauche ich keine Zigarette, kein Mathe. Das sind meine Drogen. Das ist geil. Schau, dass man nicht schnell geht, aber es ist geil. Ja, ich finde es so super. ist wirklich geil. Ich liebe Thailand. Gebe ein bessere Vorbereitung. Und irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Sehr verdient. Mensch, Ja, Ja. das ist gesund. gesund. Das ist gesund. Das ist gesund. war gesund. Fertig. It's well deserved after this Well climb up. Ja, das schon. Also, wir sind hier an einen Platz gekommen, nach dem Pass, wo ich schon einmal durch bin, den verkehrten Weg gelaufen bin. Und das letzte Mal, als ich da war, vor nur 2 Jahren, sind hier noch 5 Meter Eis, wo wir jetzt stehen. Und jetzt hat sich das Eis rund fast 500 Meter zurückgezogen. Also wir sind vor 500 Metern, oder fast, ich würde sagen fast noch mehr, sind wir jetzt ab dem Eis. Also es ist Wahnsinn. Hätte ich mir so nicht vorstellen können. Über eine moosige Landschaft, die ein bisschen an Island erinnert, sind wir weiter zu unserer nächsten Unterkunft gegangen. Mit unseren letzten Kräften sind wir zu Zongla angekommen. Ja, sind wir geschleucht. Es geht nicht nur für so Bali, mir geht es so. Ja, wir sind geschleucht. Hallo, hat sie ja gegessen? Fertig gemacht. Nein. Willkommen in der guten Stube. Also wenn wir nie gegessen hätten, weiß ich nicht. Oh, wie geht's, wie steht's? Verkältet. Es war mega kalt diese Nacht. Und alle sind am Rumhusten. Alle. Ich bin also nicht die Einzige. Und du da? Tipptopp, kalte Finger. Ja. Am höchsten sowieso, aber sonst kommt geht. Ja. Solange man in der Nacht friedlich pausen kann, ist doch das geht. Kumarai, Mopatan, Santan, aber Sapugi. Wong ngimud enthusiasm. Tipore mansing awala. Sabar sapu mer dapat lại mem jam te. 31 साल भए म्याम ज्याम टाइम हो मन अब क्यान म्याम ज्याम टाइम पछि अब मेस बस्तु गोठालाई मुन्न पर्यो चेम्सी नै पर्यो त्यो है अब 6 वर्ष भयो मेरो पनि म्याम ज्याम टाइम 31 साल 20 गयो मतलब
अनि अक्टोबर भी मजा पैसा कहिले सुपति पैसा चाहिँ 60,000 जति पनि हुन्थेछ होला भन्दा तपाईँलाई नै सुरु त्यहाँ भने अब त्यहाँ त होइन अब बुवा बर्तनले अब त्यो साझे भन्यो अब सोपन भन्यो उसोर उ नभन्यो ममा भन्यो छ्याप्सीको मैका एक बग सालम है मन मागैन या पनि ओइरो बोल्नु मलाई उங்க पियामुन चानक मुगो अन्त तू अब म्याच बुढी चाहिँ फिन्टेसिन पन्टेसिन अब बुढी आखिम फिन्टेस मेला अब अगाडि ठेले ने मुगो चलन अन्त तू चाहिँ अब मसै फन शान्तेसिन चाहिँ अन्तेसिन कुमारको तर्फलाई चाहिँ ने मरि नकलैमा मरि गोले केटीएम को लैन मुगो अम्प तर्फलाई चाहिँ मरि गोले 4 जन चाहिँ 3 पे च्याम बुनि ने अम्प तर्फलाई चाहिँ 80 म मरि यास्ते लुदे परिवार भी सफलता शुभकामना नै भविष्य फलोस् भगवान बन पछुनी हैन कोही बास्ता गई त्यस दम्पिङ म पु परिवारले हामी त्यतिकै 14 दिन मेसा उन देशमा शान्त सुविधा मुने थैने ने उनको तर्फलाई चाहिँ उन पता सुरु You never get lost in love, you only get lost in me. Mit dem Cholace im Rücken sind wir weitergelaufen Richtung Kumbutal. You never can get enough of whatever you think you need. No matter how hard I try, I never can beat this rush. What do you think of the highway? I think tourists has to enjoy. That's good. But I don't think they enjoy in this altitude and these people. Is it too much? Is it enough? Is it not enough? If we see this is too much, but that is not many days. It will be 1 week, something like that, and then it will be same as in Bokyo. Auf dem Weg oben sind wir am Lobuche Basecamp vorbeigekommen. Wir haben hier gerade gemerkt, dass wir wieder auf dem Hauptweg Richtung Basecamp waren. Who's gonna hold me like you do? On it all, difficult. Too in love, so let it go. Now, who's gonna hold me like you do? Der Nebel hat sich gelegt und die Sonne ist vorgekommen. Dann haben wir zum ersten Mal unser Ziel gesehen. Basecamp. Gut. Also weitere Tage. Ich fühle mich gleich so wie gestern. Das war gerade super. Nein, also weitere Tage. And now I'm standing in the rain, and your hair it's falling in your face, and I know I do the right thing, but I can't help wondering who will take my place. Now, who's gonna hold me like you do? Heute habe ich gelitten, mit Abstand am meisten. Ich mag nicht mehr. Hold you like I do. Trotz dickem Nebel haben wir uns zu dritten auf den Weg Richtung Kalapatar gemacht. Die Chancen waren gleich 0 gewesen, aber kaum sind wir hier oben angekommen, hat alles aufgezogen. Rechts von uns der Lotse, links der Everest und in der Mitte der Vollmond. Besser geht nicht. How you feel, both of you? Das ist, was ich jemals gesehen habe. So geil. Krass. It's completely. Jetzt geht sie gerade. Danke, Colin. Hammer. Thank you. Viel besser als das jetzt nicht. Prost. Prost. Jetzt erzähl uns gerade, was haben wir zwei jetzt gerade hier erleben? Kann ich nicht erzählen, das habt ihr selber gesehen. Das ist krass. I will try mate from Switzerland. Yes.
Das Geilste, was ich bis jetzt im Leben erleben durfte. Das sind 2 Burschen am Brielen. Ach, absoluter Hammer. Unschlagbar. Also im Aufgehen bin ich absolut gestorben. Ich habe es gar nicht mehr gesehen, wirklich. Aber es hat sich 1000-mal gelohnt. Richtig krass. Ich check's noch gar nicht. Und am nächsten Tag war es endlich so weit gewesen. Nach über 4000 Höhenmeter, 75 Kilometer und über 100'000 Schritte sind wir auf der Zielgerade gewesen. Wir haben es geschafft. Zusammen mit unseren Trägern, dem Kumar und dem Buddy und unserem Guide, dem Ganesh, haben wir sein Mount Everest Basecamp geschafft. Ganesh, helft aber deinem Kollegen. Ist das der Martin? Hä? Sicher nicht. Ich glaube schon. Alter! Ja,